Herzlich willkommen! Herzlich willkommen hier in der Passiflora Gesundheit und Therapie GmbH. Mein Name ist Andrea Züleff. Ich bin zusammen mit meinem Mann Inhaberin hier von der Praxis an 2 Standorten. Wir sind hier im Moment in Menziken. Wir haben aber noch einen weiteren Standort in Möhlin. Wir sind spezialisiert im Bereich Schmerzen im Bewegungsapparat. Das heisst, wir den Bewegungsapparat ausrichten und alle Muskeln lösen, sodass Schmerzfreiheit wieder eintritt. Auf der anderen Seite aber auch in der Stressbewältigung, weil Schmerzen können auch mental ausgelöst werden. Und darum kommen wir hier ganzheitlich an die Thematiken an und da bist du bei uns bestens aufgehoben. Von klein auf kann man sagen, begeistert davon, selbstständig zu sein. Und als ich damals meine erste Lehre als Kauffrau gemacht habe, habe ich schon gedacht, ich werde mal selbstständig und mache wahrscheinlich Buchhaltung für Handwerker oder so. Zum Glück ist es nie so weit gekommen. Ich habe nämlich auf dem Weg, im Arbeiten im Büro, habe ich irgendwann den Naturheilpraktiker gefunden. Das heisst, eigentlich hat er mich gefunden. Ich habe nichts ahnenderweise einen Prospekt angeschaut und habe die Ausbildung gesehen und habe gewusst, das ist es. Und genau mit dem startet auch mein Weg zur Unternehmerin. Ich habe lange gestartet als Einfrau-Unternehmen und mit der Zeit durfte es wachsen. Aktuell die grösste Herausforderung ist noch immer das Leidenthema Corona. Ich mag mich sehr gut erinnern, 16. März, Lockdown, das ist, glaube ich, der schlimmste Moment vom Unternehmertum gewesen, weil ich das Gefühl hatte, mein ganzes Schlösschen, das ich mir aufgebaut habe, bricht jetzt zusammen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon 14 Mitarbeitende gehabt. Mein Mann hat in der gleichen Firma gearbeitet wie ich. Seine Tochter war bei uns als Lernende angestellt gewesen. Und jetzt kommt jemand und sagt mir, er will arbeiten. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde auf dem Sofa geheult. Es hat wirklich wehgetan. Und trotzdem haben wir es geschafft. Also auch hier. Ich bin wieder aufgetaucht und habe geschaut, was mache ich jetzt aus dieser Situation. Und es ist weitergegangen und wir haben sogar die Zeit genutzt, haben etwas daraus gemacht und haben eine eigene Marke für Naturkosmetik aus dem Boden gestampft und haben eigentlich das Beste daraus herausgeholt. Und darum bin ich eigentlich rückblickend sehr dankbar für diese Zeit, weil sie mich auch sehr viel gelernt hat und mich gestärkt hat auf dem Ganzen. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo ich den Bettel anrühren wollte, weil ich schon allein ein paar Jahre unterwegs war, habe die ersten Mitarbeitenden angestellt und hatte von mir aus das Gefühl gehabt, bessere Arbeitsbedingungen kann man nicht haben. Ich zahle den höchsten Lohn, ich lasse Freilo entscheiden, wie will geschafft werden. Und fast zeitgleich haben beide gekündigt. Und das ist wirklich ein Moment, wo ich gefunden habe, hey, will ich das wirklich? Und habe ganz viel lernen und habe sehr viel mitgenommen für das zukünftige Unternehmen und merke jetzt, was ich verbessern kann. Die eindrücklichsten Momente sind immer die, wenn Klienten mit einem Lächeln rauslaufen. Wenn ich nach ein paar Wochen ein WhatsApp bekomme, wo Klienten mir schreiben, hey, du hast mir so mega weitergeholfen, mein Leben fühlt sich wieder besser an. Oder eine gute Freundin, die gerade erst vor kurzem gesagt hat, du glaubst nicht, seit ich dich kennengelernt habe, hat sich mein Leben komplett verändert. Danke vielmals. Das sind so die Gänsehautmomente, wo ich weiss, es ist genau das Richtige. Freiheitslieben und darum bin ich selbstständig. Und das ist aber auch das, was ich lange mir nicht rausgenommen habe in der Selbstständigkeit. Heute lebe ich das. Wenn ich heute Nachmittag keinen Bock habe zum Arbeiten, dann kann ich das entscheiden, ich kann es machen. Und das ist gigantisch. Wir haben vor 8 Jahren eine Methode kennengelernt, die nennt sich Psy-K, also Psych-K geschrieben. Und die wende ich immer wieder an. Nicht täglich, aber immer dann, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich
Stress habe, wenn mich irgendetwas abzieht oder nervt, dann habe ich mit diesem Werkzeug die Möglichkeit, bei mir selber die Muster oder den Stress zu verändern. Und für das bin ich sehr dankbar. Das hat mich schon oft aus dem Loch rausgeholt. Und mit dieser Methode unterstützen wir auch andere Menschen oder auch Schulungen anbieten, dass das die Leute selber lernen können. Weil mein Leben wäre definitiv nicht so ausgeglichen und gelassen, wenn ich das nicht kennengelernt hätte. Der Weg in der Selbstständigkeit ist nicht ein stetiger Weg bergauf. Manchmal trampst du in ein Loch, manchmal musst du ein Stückchen bergab gehen. Aber wenn du dein Ziel im Fokus hast und stetig nach oben schaust, dann wirst du irgendwann den Gipfel erreichen. Auch wenn du zwischendurch das Gefühl hast, du kommst nie an. Nimm Schritt für Schritt und halt dein Ziel im Fokus. Und das geht nicht von heute auf morgen. Es braucht Jahre. Bei der einen vielleicht etwas schneller, bei der anderen etwas länger. Aber es geht. Gib nicht auf. Genau. Bist du ruhig hocken? Das gilt für mich auch.